Surprise, surprise! Schon wenige Wochen nach unserem letzten Drive Talk, heute eine kleine nächste Episode, tatsächlich aber auch in Bezug auf unsere letzte Folge, denn die hat ja schon ein bisschen eingeschlagen, als wir unsere Tesla FSD Supervised Fahrt in den Niederlanden gemacht haben. Wir haben, ich weiß nicht, glaube ich, deutlich über 300 Kommentare gehabt und heute wollen wir die ein bisschen clustern und auf die wichtigsten Punkte nochmal gemeinsam eingehen. Genau. Also Fokus ist eine Nachbesprechung, deswegen werden wir es dieses Mal zur Abwechslung mal kurz halten. Versprochen, also so 10, 15 Minuten, wo wir auf die wichtigsten Punkte eingehen, unsere Meinung nochmal geben. Das Thema bewegt sich halt rasant schnell und ich glaube, das werden wir jetzt öfter machen. Perfekt. Ich will eine Sache vorweg sagen. Es gab ja verschiedenste Kommentare und auf einige haben wir natürlich auch schon geantwortet. Und zu einigen sind wir dann nicht mehr gekommen. Aber ein Kommentar, der hat tatsächlich so ein bisschen das Thema, war es denn eine sichere Fahrt, angegriffen. Und auch ein bisschen aufgegriffen, habe ich wirklich hier die Kontrolle gehabt und bin ich meinen Pflichten als tatsächlicher Fahrer noch hinterhergekommen. Und wir haben uns danach auch nochmal zu viert ausgetauscht. Und ich finde das auch nochmal gut, so mit ein bisschen Abstand nochmal das Ganze hier vielleicht auch ein bisschen ohne Aufregung anzugucken. Aber eins kann ich definitiv garantieren, die ganze Fahrt war sicher. Also an Stellen, die kritisch waren, viele waren es nicht, das haben wir ja auch, die greifen heute noch mit auf. Hätte ich eingreifen können und musste ich an den meisten Stellen aber auch gar nicht. Und das war auch bewusst von uns, dass wir einfach gucken wollten, wie gut funktioniert das System. Und deswegen würde ich sagen, wir steigen direkt rein in die ersten wichtigen Punkte. Ich glaube, einer der ersten, ja, sagen wir mal, großen Punkte, der gleich am Anfang oder ziemlich am Anfang kam, war das Thema Zebrastreifen, wo uns ja zum Teil zu Recht, glaube ich, jetzt auch vorgeworfen wurde, dass wir die Verkehrsregeln in den Niederlanden an der Stelle nicht kannten. Das ist natürlich eine Nuance, aber das haben wir natürlich uns auch nochmal angeschaut. Das war in den Kommentaren schon richtig geschrieben. Ja, genau. Also da war ein Fußgängerüberweg oder Fußgängerstreifen. Ich kann es jetzt ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, mit Furt. Ja. Genau, und da war halt ein Radfahrer und das System hat nicht abgebremst. Da waren wir beide so ein bisschen nervös, weil wir hätten an der Stelle auf jeden Fall, wären wir ein bisschen vorsichtiger gefahren. Und in den Kommentaren, das haben wir auch gesagt in dem Video, und in den Kommentaren wurde dann nochmal konkretisiert, ja, dass das auch gesetzeskonform an der Stelle war. Und das ist auch so. Ein Radfahrer hat keinen Vorrang, also kann er nicht einfach über einen Zebrastreifen gehen, der muss schon absteigen. Das System hat das anscheinend auch gut erkannt, aber Roman, kannst du mal deine Einschätzung geben? Ich habe ja damit ausgehört. Ich habe gesagt, für mich war das zu schnell in dem Moment. Ne? Und ich habe das auch gesagt, und da bleibe ich auch dabei. Meine Fahrlehrerin, die hat immer zu mir gesagt, den Zebrastreifen muss man jetzt nicht voll abbremsen, aber muss letztlich irgendwie die Fahrgeschwindigkeit der Situation anpassen. Genau. Für mich war es in dem Moment ein Ticken zu schnell. Und ich glaube, das ist auch wichtig dann zu erwähnen, denn es ist ein Supervised. Das heißt, ich hätte in der Lage sein müssen, ja das System zu überbewerten und dann auch zu bremsen. Ich hatte aber das Gefühl, dass das System einfach, das kann man natürlich sagen, das hat das total richtig erkannt, richtig, aber ich war noch nicht so weit. Also ich habe die Situation in der Komplexität in der Sekunde vielleicht nicht ganz so schnell erfasst und wäre deswegen einfach ein bisschen langsamer gefahren, um mir mit meinem kognitiven Prozess einfach die Zeit zu geben, okay, das ist ein Radfahrer, der steht da und da passiert nichts und da ist auch kein Fußgänger dahinter. Das sind ja alles so Dinge, die man normalerweise eigentlich in der Fahrschule lernt. Man muss da wirklich sicher sein, dass da kein Fußgänger irgendwie im Übergang hat. Es sind Nuancen. Ich bin dabei. Das System hat völlig regelkonform dort agiert und das ist auch richtig so. Ich glaube trotzdem ist die Anforderung, dass das System komplett gesetzeskonform reagiert oder vielleicht auch, ich sag mal, und da kommen wir ja gleich wieder drauf, auch menschlich sich verhält, dass der Mensch darauf in der Lage ist, gerade bei noch einem Supervised Level 2 System dort reinzukommen. Also ich bleibe dabei. Ich finde, ich wäre für eine geringe Geschwindigkeit bei solchen Situationen. Aber das müssen wir ganz klar darstellen. Da haben wir vielleicht etwas zu sehr übervorsichtig. Genau, waren wir da sicherlich etwas vorsichtig. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, und zwar aus Zulassungssicht ist es auch erforderlich, dass das System diese Situation darstellen kann. Und wir haben ja wirklich lange darüber nachgedacht, was hätte besser laufen können. Vorsichtiger anfahren, signalisieren, wie auch immer. Aber vielleicht auf dem Bildschirm auch eine klare Erkennung der Person und auch der Einschätzung des Systems, dass die glaubt, dass die Person das jetzt nicht überschreiten wird. Also das war halt in dem Moment zu schnell. Wir waren aber auch Frischlinge. Es waren ja erst ein paar Minuten. Wer weiß, wie es jetzt aussehen wird. Genau. Und das müssen wir auch vorweg sagen. Wir sind ja hier da, um auch ein bisschen zu mäkeln und zu sagen, wo kann man das System noch besser machen. Wir sind nicht dafür da und wir werden unsere abschließende Meinung auch noch mal dazu sagen. Also unser Ziel ist nicht zu sagen, FSD ist total Schrott und das soll nie im Leben zugelassen werden, sondern ganz im Gegenteil, wenn man das Video ja auch komplett anschaut, waren wir da schon positiv und den Eindruck, das kann ich vorwegnehmen, der hat sich da jetzt in den letzten Wochen bei mir zumindest auf alle Fälle nochmal gefestigt, dass das eine technologisch super spannende Lösung ist und meiner Meinung nach auch an vielen Stellen super beeindruckend war, auch wenn ich danach nochmal drüber nachdenke. Wo hat es denn geschwächelt? Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Das war relativ am Anfang. Und das war auch, das muss man auch wissen. Ich glaube, wenn man eins sagen kann, diese Fahrt war jetzt wirklich nicht voreingenommen. Die Fahrt war einfach
pur und ehrlich. Ja. Und ich war auch tatsächlich sehr schon angespitzt, dass es jetzt endlich losgeht. Ne? Man hat da diese eine Stunde, dann macht man diese eine Einführung und muss dann auch diese 2 Fragen, das habe ich sicherlich auch einen kleinen Kritikpunkt, beantworten, dann will man letztlich losfahren und unser Team hier noch mit den Kamera installieren und ich wollte einfach, jetzt soll es losgehen. Ne? Und dann sind wir losgefahren, tatsächlich glaube ich an der 3. oder 4. Ampel war es dann so, dass wir gestoppt sind. Ich glaube am Anfang sogar war die Ampel auf Rot und dann ist sie grün geworden, dann sind wir nicht mehr losgefahren. Und das war eine schwierige Situation, das waren 3 Ampeln, was super, also ich kann mich gar nicht erinnern, 3 Ampeln irgendwo wirklich. Die sehr ähnlich waren, die waren auch nicht versetzt sehr stark, also die waren genau Das war wirklich eine schwierige Situation und dann waren die tatsächlich dann grün und weil es mir dann zu lange gedauert hat und ich auch hinten gesehen habe, dass dann Verkehr von hinten kommt, bin ich dann losgefahren. Das war einer der wesentliche Eingriff, den ich überhaupt in der ganzen einen Stunde dann hatte. Das System hatte aber auch wirklich Schwierigkeiten. Ich meine mich auch zu erinnern, dass diese Ampelerkennung, das sieht man auf dem Bildschirm, dass die auch immer wieder gesprungen Ja, genau, ist. das Grün, war rot, grün, rot. Also der hat es nicht klar erkannt. Genau, und das muss man natürlich schon sagen, das ist jetzt nicht nur ein Komfortthema, sondern das ist schon auch ein sicherheitskritisches Thema. An einer grünen Ampel zu stehen oder an einer grünen Ampel Stopp zu machen oder gar einfach so Stopp zu machen, das ist uns jetzt ja gar nicht passiert, aber das kennt man, diese Phantombremsungen gab es in der Vergangenheit zumindest schon immer mal wieder. Das ist natürlich jetzt nicht ohne, das muss man ganz klar Da sagen. gab es auch Kommentare. Also wir gehen jetzt wirklich so ein bisschen die Kommentare Ja. durch und zu Recht haben einige auch angemeckert, dass es halt gefährlich werden kann, so eine Situation. Genau. Die Logik, die wir jetzt dort hatten, auch in dem Moment, mir war es in dem Moment sicherer, das System fährt definitiv nicht über eine rote Ampel. Solche Sachen haben wir gar nicht gemerkt, das gab es auch nicht. Überhaupt nicht. Und ich musste ja wirklich nur einmal kurz aufs Gas drücken, da kommt halt dieses Supervised rein. Man muss natürlich immer aufpassen, dass diese Supervised, also der Benutzer kann ja dann eingreifen, aber auch nicht zum Joker wird am Ende des Tages. Ne? Also dass man sagt, ja, das wird dann alles gelöst und es ist dann Supervised. Wir wollen es ja auch messen, wie gut ist das System, weil den Anspruch hegt ja Tesla an der Stelle irgendwie schon, indem sie das FSD auch benennen. Dementsprechend muss man das mal abwägen. Also das war ein Punkt. Ich fand ihn am Ende des Tages nicht so kritisch und das war bloß bei mir sehr kritisch, weil es halt gleich am Anfang war. Und ich dachte, oh Gott, wie geht es jetzt nur weiter? Aber das hat sich ja danach nicht so bestätigt. Ne? Aber gut, es kam dann eine weitere Schwäche. Ich glaube, die prägendste Schwäche, die wir, finde ich, aber im Video gar nicht jetzt so stark auf die rumgeritten sind, weil wir das wussten aus anderen Ist auch eine Komfortschwäche. aus Also, anderen Softwareständen, gerade in den USA, dass das eigentlich ein gelöstes Thema ist, aber das war das Parken. Das war Ja. schon überraschend, wie schlecht er eingepackt hat. Ne? Auch verglichen mit den aktuellen Systemen. Weil wir kennen ja die aktuelle Generation, die das wunderbar kann. Rückwärts einparken ist überhaupt keine Herausforderung mehr. Ja. Und dann hat das ewig gedauert. Also wirklich, und so richtig hinbekommen hat er es nicht, so richtig nach hinten gefahren ist er nicht. Das war schon seltsam und dann haben wir uns ja auch nochmal erkundigt und ein bisschen recherchiert. Es gibt unterschiedliche Softwareversionen in den USA, wie du es gesagt hast. Das ist ja angeblich jetzt auch schon gelöst, wird auch in den Niederlanden gelöst. Die Herausforderung hier wird jetzt aber sein, vor allem in Europa, die Zulassungsthematik sieht halt bei uns anders aus. Jeder größere Update der Software muss nochmal durch eine Zulassung. Wie wir jetzt diese Differenz sagen, okay, wann ist es ein großes Update, wann ist es ein kleines Update, das ist nochmal eine Wissenschaft für sich. Aber das wird nochmal eine große Herausforderung in Europa, wie wir zukünftig diese Schwächen beseitigen wollen. Definitiv. Und jetzt kann man über das Parken, als das als gelöst sehen oder auch als nicht besonders kritisch. Und einige haben ja auch reingeschrieben, solange das Ding autonom fährt, parken kriege ich noch selber hin. Ja. Kommen wir eigentlich jetzt zu dem Thema, was, glaube ich, bei uns allen, die mitgefahren sind, am kritischsten am Ende des Tages übrig geblieben ist, nämlich das Thema Geschwindigkeit. Genau. Also man kann bei Tesla sowohl absolut als auch relativ eine Überschreitung der Geschwindigkeit angeben. Das kann man auch mit den heutigen Systemen ganz gut machen. Und ich bin ehrlich, manchmal macht das ja auch Sinn, dass ich jetzt nicht genau Punkt 50 fahre, weil das, was da steht, auch nicht wirklich Punkt 50 ist, um flüssig im Straßenverkehr mitzukommen, dass ich vielleicht 1-2 km/h schneller fahre. Jetzt hatten wir aber mehrmals die Situation, dass wir deutlich zu schnell waren. Und bei Tesla kann man ein Offset von 50% einstellen und ich finde das schon krass. Also wenn du in der 50er-Zone dann auf einmal 70 und schneller fahren kannst und auch in der 70er dann über 100, das ist schon auf jeden Fall eine sehr krasse Differenz. Und die führt jetzt auch dazu, dass es unter anderem in Europa gegebenenfalls auch nicht mehr so schnell weitergehen wird mit der Zulassung. Also die schwedische Zulassungsbehörde hat gemeckert, ziemlich laut und tatsächlich an der Stelle ihr Veto eingelegt. Da geht es jetzt, muss man es jetzt ein bisschen erklären, was das Grundprinzip dahinter ist. Das Grundprinzip dahinter ist, warum macht das Tesla überhaupt? Tesla sagt, die Software regelt schon einen flüssigen Verkehr. Das ist vereinfacht dargestellt. Und lass mal die Software machen und das wird dafür sorgen, dass das Fahrzeug in einem vernünftigen Verkehr fährt. Da sind wir eher bei dem Thema eher menschlich, sich halt der Fahrsituation anpasst. Die schwedische Zulassungsbehörde kritisiert, wie jetzt andere auch, sehr deutlich, dass es ein Eingreifen des Systems, es geht nicht um eine Software, dass die Software irgendwie schlecht wäre oder so, es geht um das Eingreifen des Systems in einen Bereich, in den es sich nicht eingreifen darf. Und es darf gar nicht diese Funktionalität geben, dass ich einen Offset einstellen kann.
Ne, wir hatten jetzt Kommentare gesagt, der hätte den Offset halt nicht anders eingestellt. Und wir wissen es jetzt auch nicht definitiv, ob der Offset von unseren Vorfahrern so hoch eingestellt worden war. Aber wir haben es nicht gemacht. Wir haben es nicht gemacht. Wir wurden auch nicht darauf hingewiesen. Wir wurden nicht darauf hingewiesen in dem sehr, sehr überraschend kurzen Video am Anfang in die Einführung. Und wir haben nichts eingestellt. Wir sind nur losgefahren und waren dann hin und wieder überrascht, dass wir zu schnell fuhren. Ich erinnere mich, du hast immer wieder runtergedreht. Ja, es war, und dann war es, aber dann ist es einfach geblieben, also die ganze Zeit. Genau, also ich konnte es dann nicht im Fahren ändern. Ich hätte dann wahrscheinlich einmal halten müssen, in die Einstellung gehen müssen. Und das muss man sagen, wir sind jetzt schon auch, es ist nicht so, dass wir jetzt die ersten Kilometer in einem Tesla saßen. Ne? Also wir kennen das Fahrzeug und die Software eigentlich ganz gut. Und dementsprechend kann ich der Argumentation schon was abgewinnen, dass man das gar nicht dürfen sollte. So ist die Sicht in Europa und ich glaube, die wird sich auch durchsetzen. Das ist auch die Kritik an der RDW. Die RDW hat dann entschieden, im Gesamtpaket, und das ist ja auch nochmal hervorzuheben, im Gesamtpaket wäre das aber jetzt hier nicht besonders negativ aufgefallen, sodass man immer noch sagt, das Ding fährt sicher und nach den Verkehrsregeln und nach dem Verkehrsrecht. Wie gesagt, das war wirklich in dem Moment, ich war ja selber, waren wir jetzt nicht zu schnell und dann ist man ja auch erstmal unsicher, weil man denkt, das wird jetzt ja nicht so viel schneller fahren. Ne? Da ging es jetzt nicht um 1-2 km/h, das haben wir ja festgestellt, sondern deutlich drüber. Ich glaube, das ist ein Punkt, den muss Tesla anpassen, den wird Tesla anpassen, dann wird sich das meiner Meinung nach auch lösen, aber es wird definitiv zu einer Verzögerung der Zulassung in Europa kommen und im Worst Case, wenn jetzt Tesla, glaube ich, bei dem Punkt stur bleiben sollte, weil sie sagen, unsere Philosophie ist eine andere, dann glaube ich sogar, dass es eher so sein wird, dass diese RDW-Zulassung aus Niederlanden jetzt auslaufen wird und tatsächlich wir dann keine FSD-Supervised-Fahrzeuge im Worst Case tatsächlich in Europa sehen werden noch in diesem Jahr. Und das wollen wir hoffen, dass das so nicht passiert. Ich bin da grundsätzlich zuversichtlich, aber das Thema ist jetzt erstmal auf der Agenda und muss gelöst werden. Ne? Genau, es gibt auch Gremien in Europa, wo dann halt so ein qualifizierte Konsens geschaffen wird und dann wird entschieden, dass sowas eingeführt werden kann, weil das sind ja alles Einzelzulassungen, wo die Länder sich immer wieder dann berufen auf die Zulassung der Niederlanden. Es gibt ja mittlerweile auch 5 Länder, also die in Europa das zugelassen haben und andere, die halt jetzt anfangen dagegen zu sein. Also diesen Sommer wird es auf jeden Fall nicht kommen in Europa. Ich glaube, Ende Quartal 3 ist die nächste größere Sitzung oder Anfang Quartal 4. Da wird man dann noch mal gucken und dann hoffen wir mal auf das Beste. Und für uns als Fahrer oder Nutzer ist das ja erstmal was Gutes. Ne? Jetzt, klar kann man sagen, oh, warum dauert das jetzt alles wieder so lange? Aber da machen sich viele Leute und da objektiv Gedanken über die Zulassung dieses Systems. Das geht ja nicht nur für dieses System, es geht ja für alle anderen Systeme genauso. Und haben hauptsächlich im Kopf, das ist die Sicherheit. Und das ist ja in unserem Interesse. Wir wollen nicht in einem unsicheren Fahrzeug sitzen. Ich halte das für ein machbares Thema. Ich glaube nicht daran, dass es nicht zugelassen wird im Endeffekt. Wir hatten ja auch die Frage gestellt bekommen, würdest du es zulassen? Ich habe für mich dann gesagt, nach der Fahrt, ich würde es zulassen. Also ich wär eigentlich da sehr positiv, tatsächlich auch so mit dem Abstand von 2-3 Wochen, trotz der genannten Punkte, würde aber deutlich stärker darauf sensibilisieren, auf dieses Supervised. Für mich kommt dieses Supervised, und das ist ja auch ein bisschen Tesla-Strategie, so ein bisschen als Anhängsel, so als Notanhängsel, ist es letztlich auch in der Namensgebung. Und vielleicht müsste man es sogar vorstellen und sagen, es ist ein Supervised FSD und nicht ein FSD Supervised. Und das müsste zum Beispiel im Briefing und auch in dem Vortest, also der Test, diese 2 Fragen, wir haben das ja gezeigt, wann ist das FSD-System an, ja, wenn der Fahrtpfeil blau ist. Und das sind ja keine Fragen, die jetzt wirklich sensibilisieren auf die wirkliche Herausforderung, die den Fahrer dann betreffen wird. Und das halte ich für etwas, da hätte ich keinen Schmerz mit, wenn ich ehrlich bin, wenn man das hinbekommt. Allerdings, du hast ja auch nochmal eine andere Perspektive, dem ich auch viel abgewinnen kann. Man müsste jetzt mal eine objektive Auswertung der Statistik mal wirklich machen. Genau, ein objektiver statistischer Nachweis, da kommt der Wissenschaftler, Ingenieur aus mir heraus. Und abhängig davon würde ich diese Entscheidung treffen. Ich bin jetzt selbst mitgefahren, ich kann das ungefähr einschätzen. Nichtsdestotrotz, andere Straßensituationen, Edge Cases in Deutschland, man muss es einfach testen. Genau. Und bezüglich Namensgebung, vielleicht noch ein kleiner interessanter Punkt. Im asiatischen Raum, China insbesondere, ist das im letzten Jahr ganz, ganz groß aufgekommen, dass viele Hersteller, nicht Tesla, andere Hersteller halt dieses hochautomatisierte oder sogar autonome Fahren versprochen haben und die mussten die Namensgebung ändern. Das ist jetzt wirklich, da gab es ganz, ganz schlimme Unfälle. Und dann kam genau diese Thematik auf, aber ja, vom Begriff her ist das ja eigentlich autonomes Fahren. Warum muss ich denn da eigentlich noch aufpassen? Deswegen finde ich das total wertvoll, mal zu überlegen, ob das FSD da überhaupt reingehört. Ob es nicht einfach Supervised Driving, Supervised Automated Driving, wie auch immer wir es nennen. Ja. Aber dass dieses Supervised ganz, ganz oben steht. Ja, also halte ich auch für einen wichtigen Punkt, einfach weil ich das selber festgestellt habe. Und ich denke mir dann, was machen Leute, die jetzt vielleicht tatsächlich zum ersten Mal in einen Tesla einsteigen, die vielleicht zum ersten Mal überhaupt mit einem autonomen System oder mit einem System mit viel Assistenzsystemen in Berührung kommen,
habe ich schon das Gefühl, dass sie da eher überfordert werden. Ja. Da bleibe ich dabei und da müsste man eher so ein bisschen am Anfang herangeführt werden. Schmälert keinster Weise die Ingenieursleistung dahinter, schmälert auch an der Stelle 0,0 den Ansatz, den sie gefahren haben. Ich habe jetzt die neuesten Videos gesehen, dass sie da auch durch Regen wunderbar fahren. Das bleibt spannend. Sie kriegen mit ihrem rein kamerabasierten System doch eine ganze Menge hin. Da haben wir auch einige bei uns am Institut, die da nach wie vor sehr skeptisch sind. Da machen wir noch eine Folge. Da gehen wir noch mal expliziter drauf ein und ich denke, das waren so die wichtigsten Punkte aus dem Video, an den Kommentaren. Erstmal vielen Dank nochmal, dass ihr so eifrig kommentiert habt. Wir finden gerade diesen Dialog spannend. Das ist das ganze Format ist ja eine Art der Wissenschaftskommunikation und kein Wissenschaftspaper. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig zu betonen. Das sind auch viele subjektive Sichten, auch von uns dann. Da sind wir auch nur Menschen. Und wir haben auch manchmal gerne einfach Spaß. Und wir sind vielleicht auch von der Art und Weise eher so, dass wir vielleicht eher das Ganze mit einem Augenzwinkern dann vielleicht auch kommentieren oder dann dementsprechend auch in dem Moment einfach nur unsere Meinung aussprechen. Und ich kann für mich sagen und für alle, die dabei waren, das war 100% einfach total authentisch, was wir dort, wie wir es gefühlt haben. Und wir sind da keine 2 Runden gefahren und haben dann erst die zweite aufgenommen oder dergleichen. Das finde ich dann unpassend, gehört aber dann zur Wissenschaftskommunikation und zur Transparenz dann dazu, aber auch das nochmal offen anzusprechen und das uns jetzt nicht an der Wissenschaftlichkeit anzukreiden, die wir sicherlich dann bei anderen Dingen ganz anders dann sicherlich auch stark. Ich finde das wichtig und ich finde auch diese Transparenz wichtig ins System. Nichtsdestotrotz, wir bedanken uns wirklich sehr für die Kommentare, freuen uns auch darauf, auch kritische Kommentare und hoffen, das geht so weiter. Definitiv. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.